Herzlich willkommen zur Präsentation von Dynamity Electronic Invoicing Export. In diesem Video möchten wir uns die Funktionen für den Rechnungsreport in AX 2012 ansehen. Dazu werfen wir zunächst einen Blick auf das Prozessbild. Die folgende Grafik zeigt den Ablauf des Rechnungsexports. Wie wir auf der linken Seite sehen können, gibt es zwei Möglichkeiten, die Rechnungen aus AX zu exportieren. Entweder direkt bei Rechnungsbuchung oder nachträglich über das Journal. Im weiteren Prozess werden Batch bzw. Stapelverarbeitung eingesetzt. Mit einem Batch werden die Datei erzeugen in einer Mappe, in einem Ordner, und dann AIF-Service, also Application Integration Framework Service, liest diese Datei anschließend aus dem Verzeichnis ein und konvertiert in benötigte Formate. Es kann X-Rechnung-Format sein mit XML-Struktur oder das Zugpferddatei als eine PDF-Datei mit eingebetteter XML-Datei dabei. Für beide Formate stehen Speicherordner zur Verfügung, für jede separat. Dort können diese Datei angelegt werden und dann Sie können dort diese Datei finden und an E-Mail an Kunden schicken oder in SharePoint speichern oder auch verschiedene andere Services benutzen wie Invoice-Portal oder Cloud. Im System wir brauchen einige Einstellungen und Parameter einzurichten. Auf jeden Fall ausgehende Ports können wir jetzt sehen. Wir brauchen ein Port für X-Rechnung und andere Port für Zugrechnung. Und bei jedem Port brauchen wir auch Wertzuordnung für unsere Einheiten. Wie wir hier sehen, ein externer Code X-Rechnung. Das können wir auch bei Einheiten finden. Das ist auch noch eine Einstellung, was wir brauchen. Zum Beispiel haben wir dieses. Und hier bei externer Code muss hinterlegt sein Code X-Rechnung. Diese haben wir schon gesehen, haben wir das zugeordnet zu unseren Reports. Und hier haben wir auch eine Code. Auch sehr wichtige Information für juristische Personen. Bei juristischer Person wir brauchen eine primäre Adresse, die als primär markiert. Und wir brauchen auch Bankkonto, Bankleitzahlcode und auch Mehrwertsteuernummer Export. Und dann für Import natürlich auch, ja, aber wir sprechen heute über Mehrwertsteuernummer für Export. Das muss auch hier hinzugefügt sein. Das ist auch sehr wichtig. Genau. Und noch eine Einstellung bei Debitoren Kontenmodul. Wir brauchen auf jeden Fall Debitorenkontenparameter. In Debitorenkontenparameter im Register elektronische Rechnungsparameter haben wir zwei Felder für Zuordnung ausgehende AI-Ports für X-Rechnung und Zugrechnung. Zugpferdrechnung sehen wir auch hier. Und auch sehr wichtig, wir haben schon gesprochen, dass diese Formate sind mandantenspezifisch. Deswegen müssen wir auch mandantenspezifisch einen Speicherordner erstellen, wo wir dann Rechnungen gespeichert bekommen. Also ein Ordner für Zugpferdrechnung und ein Ordner für X-Rechnung. Also wir sehen hier Speicherordner, wo dann als Ziel unsere Exportrechnungen kommen. Noch einige Pflege im System brauchen für jeden Debitor. Ich zeige jetzt als ein Beispiel im Debitor Müller. Wir haben in Rechnung und Lieferung Abschnitt Feldgruppe E-Rechnung. In dieser Feldgruppe E-Rechnung haben wir drei Felder: E-Invoice,
E-Rechnungstyp und Leitwerk-ID. E-Invoice ist ein Schalter. Es muss aktiviert werden, wenn wir für diese Debitor unsere elektronische Invoicing benutzen wollen. Wenn das wurde nicht aktiviert, dann können wir nicht mit elektronischer Invoicing für diese Debitor arbeiten. Es wird dann nichts exportiert. Bei E-Rechnungstyp haben wir 3 Möglichkeiten. Entweder als X-Rechnung eintragen, Zugfeld oder beide Optionen. Leitwerk-ID ist eine eindeutige Kennung für Kunden. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also im Standardparameter das ein bisschen versteckt. Wir haben das hier mitgebracht, dass wir dann einfacher hier finden und dann pflegen können. Also das ist jetzt die wichtigste Information für Pflege und Parameter bei Einstellungen. Jetzt wollen wir ein Beispiel schauen. Ich gehe dann zu alle Aufträge. In alle Aufträge öffnen wir einen Auftrag und buchen wir zu unserem Auftrag eine Rechnung. Basiert auf alle, wir haben keinen Lieferschein hier, ist auch, passt so. Im Hintergrund wurde eine Rechnung gebucht, auch sehen wir jetzt Rechnung auf unserem Bild und auch sehen wir ein Message, dass eine Warteschlange hinzufügt ist und auch dann eine Datengenerierung schon gestartet ist. Wir können auch unsere Rechnung in spezielle Ordner führen. Wir haben darüber schon gesprochen. Gehen wir jetzt in unsere Ordner. Wir sehen hier eine Rechnung und ich kann diese Rechnung hier auch öffnen. Wir sehen Standardansicht hier, aber es gibt noch eine Möglichkeit, die Rechnung über Acrobat Reader zu öffnen. Jetzt sehen wir auch unsere Rechnung in Acrobat Reader und in Acrobat Reader haben wir die Möglichkeit auch XML-Datei bei unserer Rechnung zu sehen. Dafür klicke ich auf diese Klammer und sehe auch hier eine Datei mit Beschreibung XML. Kann ich hier natürlich klicken, öffnen und XML-Format sehen wir in unserer Datei, sehen wir auch verschiedene Daten, alles Nötiges hier ist hinzugefügt, auch in Leitwerk-ID und auch Mehrwertsteuer, Mengen, Preisen, Währung, alles, was wir benötigen, auch Rechnungsnummer, sehen wir auch hier. Das alles ist auch in XML-Datei hinterlegt. Ich schließe jetzt alle Dateien und will ich auch wieder in mein Rechnungsjournal kommen, einfach zu sehen, eine Rechnung kann ich von hier natürlich abrufen, aber auch hier will ich sehen, ob das elektronisch versendet wurde oder nicht. Dafür haben wir eine spezielle Spalte hier und in dieser Spalte mit Schalter sehe ich, dass schon elektronisch versendet wurde. Schalter ist aktiviert automatisch vom System. Das war's zum elektronischen Export Rechnung. Vielen Dank Ihnen.